Servus Leute, was geht und herzlich willkommen zurück zu einer erneuten Episode der Battle News. Alles rund ums Battlefield Franchise. Heute im Fokus natürlich Battlefield 2042 mit dem August Patch 1.2. Also der letzte Patch vermutlich, bevor es in die Season 2 im September gehen wird. Liefert einiges an Verbesserungen, Updates und so weiter. Ich nenne euch mal ein paar kurze Themen vorab. Wir haben einmal die Kartenverbesserung auf Kaleidoscope. Schauen wir uns auf jeden Fall an die ersten Änderungen an den Spezialisten, was Stil und auch Ton betrifft. Es gibt etliche Nerfs und dann auch wieder Buffs in Richtung Fahrzeuge, Waffen und Gadgets. Und natürlich werden wir uns das alles im Detail im heutigen Video gemeinsam mit reinziehen. Also, wenn ihr da Bock drauf habt, dann bleibt sehr gerne weiter mit am Start. Beginnen wollen wir mal mit der Map Kaleidoscope. Also eine der mit meist verhasstesten Map überhaupt, neben Sanduhr. Ganz einfach, weil überhaupt keine Deckung auf der Map vorhanden war. Das Ganze hat sich jetzt ein bisschen gechanged auf, ja, wir nennen es jetzt mal Sandsack-Scope oder, ja, sind wir mal wieder nicht zu negativ, sondern ist ja schön, dass wir jetzt endlich Deckung im Spiel haben. Wird sich auch sehr viel besser spielen lassen, davon bin ich absolut überzeugt, wenn man natürlich auch mal einen Server finden würde. Den gibt es natürlich dank immer noch nicht vorhandenem Server-Browser natürlich immer noch nicht und dementsprechend habe ich so gefühlt, weiß nicht, es 10 Minuten probiert, auf einen Real-Server gestern Abend noch raufzukommen. Es ist mir nicht gelungen, deswegen musste ich einmal hier kurz auf den Bot-Modus wechseln, damit ich mir das Ganze auch mal vor Ort in Anführungszeichen, beziehungsweise in dem Fall auch aus der Luft anschauen kann und euch zeigen kann. Ich werde vielleicht noch den einen oder anderen Screenshot einblenden. Es ist ja nicht nur Deckung hinzugefügt worden, sondern auch Background Smoke sieht man jetzt. Irgendwie, es wirkt alles ein bisschen dunkler, ein bisschen atmosphärischer. Das in Kombination jetzt auch mit den Spezialisten-Updates, die wir uns reinziehen werden. Für mich in Summe schon ein stimmigeres Bild. Ich bin mir auch sicher, es ist wesentlich besser spielbar, wenn man dann einen Server gefunden hat. Also da habe ich auf jeden Fall Bock drauf, auch mal in einem Real-Match rein zu grinden. Wenn ihr da jetzt schon Erfahrungen damit habt, dann packt die an der Stelle doch sehr gerne in die Kommentare und sagt mir ganz einfach, wie findet ihr den Update von der Map und ja, sagt ihr auch, okay, das passt jetzt atmosphärisch schon wesentlich besser rein. Dann kommen wir zum zweiten Punkt, der sich auch des Themas der Atmosphäre annimmt, und zwar sprechen wir um die Änderung bzw. die Verernstlichung der Spezialisten in Stil und Ton. Los geht's mit Angel, Maria Falk, Boris, Sundance McKay und Pike. Also alle haben irgendwie ein bisschen Dreck ins Gesicht bekommen, beziehungsweise die männlichen Ableger einen stilvollen Bart. Es schaut alles ein bisschen ernster aus, nicht mehr so Comic-Lifestyle. Also ich möchte da gar nicht meckern. Ich finde, das ist gut gelungen. Also das geht auf jeden Fall die richtige Richtung. Passt dann auch besser zur Lore, passt besser zum Spiel. Gerne mehr davon. Darf auch gerne noch ein bisschen dirtier sein, aber ich finde, das soweit ist absolut in Ordnung. Dann gibt es ein Update zum Spielerprofil, also auch etwas, was ja schon Third-Party-Unternehmen längst gelöst haben, also wo ihr eure Stats einsehen könnt. Da gibt es unter anderem die Seite Battle Tracker, der eine oder andere unter euch, der kennt das mit Sicherheit, wo ihr eure KD und letzte Matches und was weiß ich was anschauen könnt. Sollte eigentlich Standard in einem Shooter sein, war auch davor in jedem Battlefield-Teil Standard. Jetzt bekommen wir das auf jeden Fall auch mit ins Game, wo ihr eben, so die Standards eben euch reinziehen könnt. Was habt ihr für eine KD? Welches Level seid ihr? Ja, wie viele Fahrzeuge, Kills und so weiter habt ihr gemacht? Also sinnvoller Update. Ich meine, die Daten waren sowieso da. Deswegen haben andere das schon längst ziehen können. Jetzt haben wir es im Game. Hör mal auf zu motzen. Passt. Weiter im Text. Kommen wir zu den allgemeinen Änderungen und da ist mit einer der schwersten Themen gewesen der Aim Assist, beziehungsweise dass sich das Ganze nicht konsistent angefühlt hat. Das war insbesondere so, wenn ihr Gegner in Bewegung getrackt habt. Ich muss sagen, ich habe jetzt nicht zu lange gestern gespielt, aber ich finde es immer noch nicht optimal. Ja, ich finde auch, dass sich das, nachdem ich in letzter Zeit auch ein bisschen mehr mal wieder Battlefield 5 beziehungsweise auch mal im Battlefield 1 gespielt habe, wo sich beide Einstellungen komplett gleich anfühlen und auch das Tracken ganz anders funktioniert. Ja, ich finde es immer noch nicht gelungen. Ich finde es auch ein bisschen schade. Mit denselben Einstellungen kommt man da in BF 2042 nach wie vor nicht so glücklich ans Ziel. Ich habe da auch nach wie vor nach so vielen Stunden Spielzeit auch noch nicht mein Optimum gefunden. War jetzt irgendwie auch der Hoffnung, dass sich das durch diesen Aim Assist Fix ein bisschen behebt, aber ich kann nur von meiner Seite sagen, ich bin da immer noch nicht zufrieden und werde da weiter rumdoktern müssen. Ich hoffe, euch geht es nicht ähnlich. Auch wenn man ja fast sagen müsste, eigentlich müsste es euch ähnlich gehen, weil sonst hätte
ja nur ich ein Problem und das wäre dann auch irgendwie doof, weil dann würde mir die Ausrede fehlen. Gut, dann weiter im Text. Portal-Modus, also da gibt es einige Modifikationen im Kartenbauen, KI-Systeme bzw. KI-Soldaten, die können jetzt auch Flugzeuge fliegen und. Also gibt es ein paar Optimierungen, wo ihr wieder Sachen einstellen könntet, die niemand im Moment einstellt, auch Regeleditor betreffend. Also da möchte ich euch jetzt gar nicht mit zu viel Details langweilen, weil ich einfach ja leider davon ausgehen muss, dass es auch gar nicht aktiv genutzt wird. Die Cracks unter euch, die schon fleißig am Server basteln sind, denen verlinke ich die Patch Notes natürlich in der Videobeschreibung, dann könnt ihr das on Detail euch auch nochmal entsprechend reinziehen, was ihr jetzt an neuen Zusatzfunktionen habt. Weiter geht's mit den Veränderungen bzw. ja, Verbesserungen in den Gadgets. Auch da gibt es nichts, wie soll ich sagen, Schwerwiegendes. Also C5 haftet jetzt nicht länger am MV38 Condor, wenn es vom Passagiersitz aus geworfen wird. Okay, also könnt ihr jetzt wieder C5 aus dem Flugzeug rausschmeißen, super. Und ansonsten, ja, Abklingzeit ein bisschen hoch, bisschen runtergenommen. Glitch im SG36 Wachsystem, dass ihr doppelte Panzerplatten euch geben konntet, ist jetzt weg. Also das ist relativ unspektakulär. Dann auch mal wieder ein Update zum Modus Hazard Zone, also totgeglaubte wie immer leben immer noch oder immer länger. Auch da keine Ahnung, ob das überhaupt noch jemand spielt. Also auch hier gibt es leichte Verbesserungen und zwar, dass sie mittlerweile KI-Panzer ins Game gepackt haben, die dann, ja, die Belohnungen, die da dahinter stehen, dann höher sein werden. Also keine Ahnung, der eine oder andere schaut vielleicht mal noch in eine Runde rein. Ich habe Hazard Zone zum Release gespielt und seitdem nie wieder angefasst. Fehlt mir auch irgendwie komplett die Motivation. Dann gibt es wieder etliche kleinere Verbesserungen im Soldatenbereich zum Beispiel. Das ist ein Punkt, den fühle ich ja zu 100%. Das automatische Öffnen eines Fallschirms sollte nicht länger zu spät erfolgen oder Sturzschaden verursachen, beziehungsweise fühle ich überhaupt nicht, weil ich habe automatisches Öffnen ausgeschalten, aber da ist es mir schon 100.000 Mal passiert, dass ich schön auf dem Boden aufgeklatscht bin, anstatt dass der Fallschirm nicht rechtzeitig reagiert hat. Also vielleicht steht ja auch damit eine Optimierung in Verbindung. Wir wollen es einfach nur hoffen. Clipping-Fehler sind aus Animations rausgenommen und. Also ich denke, das ist auch ein Thema, wo man da relativ entspannt drüber fliegen kann. Ja, also es sind eigentlich alles so Performance-Verbesserungen. Es soll nicht mehr ruckeln, wenn ihr rutscht. Animation, Grafikfehler und. Springen während des Rutschen sollte jetzt immer korrekt ausgelöst werden. Ja, das ist movement-technisch auch ein interessanter Punkt. Da hat es bei mir auch immer mal so zwischendrin gehakt, wo man nicht wusste, warum. Also auch das ist gefixt an der Stelle. Und damit kommen wir noch zu den Spezialisten. Auch hier gibt es einige Veränderungen. Sichtungsdauer bei Pike zum Beispiel vom Scanner von 0,5 auf 0,85. Also wenn ihr flasht, wie lang der Gegner dann sichtbar ist und ihr selber sollt nicht länger gesichtet werden, wenn das Scan-Modul aktiviert ist. Rao bekommt einfach ein paar Bugfixes. Sundance bekommt auch ein paar Bugfixes. Angels aus Rüstungskisten können leider nicht länger blockieren. Die Aufklärungsdrohne von Casper wird jetzt zerstört, wenn ihr da mit dem Heli bzw. Flugzeug drüber scheppert. Die Schildanimation gerade im aggressiven Play bei Dozer wurde verbessert. Munitionskisten und Sanitätskisten bei Irish können nicht länger die mobile Deckung durchdringen. Liz bekommt auch noch mal ein paar Optimierungen. Also sie kann jetzt am T90 auch mit ihrer G84 mehr als 1% Schaden machen. Hat Fixes, das Nachladen auf dem Beifahrersitz wurde behoben und. Also auch das ist relativ überschaubar. Jetzt kommen wir schon zu ein paar interessanteren News, die das UI bzw. HUD betreffen. Und zwar könnt ihr jetzt die Deckkraft zielbasierter Symbole besser einstellen. Also das, worauf wir eigentlich in Summe schon lange gewartet haben. Also dass man das auch transparenter ziehen kann. Jetzt nicht nur aus einblenden, wie auch immer. Finde ich sehr gut. Ist auch absolut wichtig, das im Spiel zu haben. Gerade in Battlefield, weil da so viel an Chaos und Markierungen und so weiter existiert, dass man diese Funktion ganz einfach braucht, weil sie sonst permanent irgendwelche Gegner überdecken. So, dann gibt es natürlich noch einiges an Änderungen. Fahrzeuge betreffend, wir haben einmal die 50 mm Luftkanonenbehälter im Condor und im Hind. Munitionsanzahl ist reduziert werden, der Explosionsradius ist reduziert werden und auch die Auffüllzeit wurde natürlich nicht reduziert, sondern dafür auch erhöht. Also das ist auf jeden Fall ein Nerf an der Stelle. Dafür ist der Wildcat gestärkt worden, insbesondere die Flugabwehrraketen. Da ist der
Schaden deutlich angehoben von 130 auf 210. Und das bedeutet, dass ihr jetzt gegen Nightbird und Jets nur noch 2 Treffer braucht, um die vom Himmel zu holen. Und bei regulären Kampfhubschraubern ist die Gesundheit dann auf jeden Fall im kritischen Bereich. Zudem wurde auch noch der Erfassungsradius von 400 auf 600 Meter erhöht. Also die Teile werden jetzt mit Sicherheit richtig nervig werden, nachdem auch der Minimalschaden der 30 mm Doppelkanonen entfernt wurde und die verursachen jetzt nämlich auf allen Distanzen denselben Schaden. Also herzlichen Glückwunsch, das Teil, das wird absolut nervig werden für alle Jets und naja, vermutlich auch für die Infanterie. Dann kommen wir zu unseren, ja, neu liebgewonnenen Tarnhelis, würde ich sagen. Und da hat zumindest die 30 mm gerade gegen Infanterie auch nochmal einen Nerf kassiert an der Stelle. Und zwar gar nicht betreffend des Schadens, sondern einfach der Überhitzungsgeschwindigkeit der Kanone. Also, dass man hier nicht zu lange in die Massen reinhalten kann. Gut, dann würde ich sagen, abschließend noch die Waffen. Und da interessieren euch mit Sicherheit die Nerfs. Also es gibt ein paar allgemeine Anpassungen und Optimierungen, aber die BSVM, wo ich erst vor kurzem ein Video gemacht hatte, verlinke ich an der Stelle sehr gerne, ist jetzt ein bisschen genervt worden, insbesondere auf Distanz und Streubereich im vollautomatischen Modus. Ich muss sagen, ich habe die jetzt nach dem Update auch gespielt, mal vielleicht tendenziell ein bisschen schwächer, aber ist immer noch auf jeden Fall ein richtig krasses Teil und super Allrounder, vor allem auf jede Distanzen, weil du einfach alles mitnehmen kannst. Die K30 hat auch einen Nerf bekommen, insbesondere was die Schadenswerte betrifft, ja, von 22 auf 18 und einmal von 18 auf 15, je nach Munitionsoption, die ihr einpackt. Natürlich immer noch kranke Feuerrate, also auch die wirkt sich noch nicht so krass auf, würde ich sagen. M5A1, der Schaden der M5A3 Nahkampfmunition, genau, da ist die Oberbegrifflichkeit natürlich falsch, ist abgesenkt worden und zwar von 22 auf 18 jetzt im Distance-Schaden. Das heißt, man packt ja immer dieses Nahkampf-Munitionsmagazin rauf aufgrund der Feuerrate und das ist jetzt eben, dem ist ein wenig entgegengewirkt worden. So, meine Freunde. Ich würde sagen, das war das Wichtigste aus den Patch Notes. Ich bin der Meinung, wirklich sehr gute Dinge vorbei. Natürlich wie immer alles zu spät, aber sind wir nicht zu negativ, sondern nehmen das so, wie wir es bekommen und wie es uns hoffentlich auch Spaß machen wird. Dementsprechend, ich werde es auf jeden Fall morgen im nächsten Livestream zusammen mit euch testen. Ihr habt eure Erfahrungen vielleicht schon gemacht. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr das mit mir teilt und in die Kommentare ballert. Und ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Video oder eben zum nächsten Livestream. As always, haltet die Ohren steif und bis dann, euer A-Team.